Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Wir haben den 5. September 2025. Ich bin im Münchner Osten am großen Fahrtreffen und heute ist hier wieder ganz großes Eisenbahntreffen aufgebaut mit vielen, vielen Zügen und ich werde auch die Anlage ein bisschen erklären. Und hier sehen wir jetzt als erstes einen ganz großen Zug mit zwei Baureihe 151 von Märklin und insgesamt 50 Vierachswagen. Das ist der sogenannte Lange Heinrich, der hier endlos lang sich entlang schlängelt, gerade den Augsburger Bahnhof passiert. Der Augsburger Bahnhof wird jedes Jahr hier im September aufgebaut für das große Fahrtreffen. Der hat eine Bahnsteiglänge von 12,80 Meter. Der hat insgesamt dann mit den Seitengleisen 17 Durchfahrgleise und dann sind an beiden Enden nochmal jeweils 4 so Stumpfgleise, bei denen kleine Loks oder kleine Triebwagenzüge oder sonstiges dann eben auch halten am Bahnsteig. Und hier fährt jetzt langsam der Lange Heinrich weiter und den kann ich jetzt hier mal ein Stück verfolgen, um die Anlage mal zu zeigen. Es sind hier auch schon einige Leute da. Es ist ungefähr 15:30 Uhr. Jetzt haben wir wieder eine kleine Panne. Aber jetzt zeige ich die Anlage. Das ist hier die Anlage, die wir normalerweise immer so kennen von den kleinen Fahrtreffen in München mit dem kleinen Bahnhof und dem kleinen 16 Meter großen Oval. Und dann gehen wir hier ein Stück weiter. Hier ist eine Übergangstreppe, damit man in den Innenkreis, ins Innenoval rein kann. Und ich steige jetzt hier mal rauf, damit man auch noch mal einen Überblick sehen kann. In dieser großen Lagerhalle, dieser Großfahrtreffen XXL Stammtisch kann man es auch sagen, ist hier aufgebaut in mehreren Bereichen. Das ist jetzt der Bereich mit den 6 Gleisen, der im kleinen Fahrtreffen immer so auf der Gegengraden im Oval aufgebaut ist. Und dann kommt da hinten der Bahnhof Denklingen Ost. Auch den werde ich gleich noch mal näher zeigen. Der hat insgesamt eine Länge von, jetzt muss ich mal schauen, wo ich es notiert habe, 16,40 Meter ist der Denklinger Bahnhof lang und besteht aus Modulen mit 2 Meter Länge und 90 bzw. 60 Zentimeter Breite. Dann zeige ich noch ein bisschen die ganze Steuerung, wie das heute funktioniert. Es ist hier der Betrieb in mehrere Fahrdienstleitungen aufgeteilt. Hier gibt es die große digitale Stellpulteinheit auf Basis einer CS3 für diesen ganzen Augsburger Teil. Auf der Seite werden die Weichen hier geschaltet. Auf der anderen Seite ist noch ein Fahrdienstleiter am anderen Ende. Der kümmert sich um die weiteren Weichen in dem Bereich. Auch das wird dann hier geschaltet auf Basis der CS3 und diesen ganzen Bereich mit dem Ringlokschuppen, den ich gleich noch zeige. Als reine Fahrbetriebsanlage dient hier die Intellibox von Uhlenbrock. Und dann gibt es hier etliche Boosterkreisläufe, die hier so visualisiert sind als Stellpult, damit man sieht, ob irgendwelche Ausfälle sind, ob irgendeiner gerade einen Kurzschluss hatte. Und dann sieht man das hier eben mit diesen LEDs als Symbol, ist jetzt verkehrt rum, das muss ich natürlich richtig rum zeigen. Dann ist hier noch ein Programmiergleis, bei dem neue Loks angemeldet werden können, wenn Leute Loks mitbringen. Gefahren wird dann mit der Intellibox mit Funkhandreglern. Auch das werden wir sicher gleich mal näher zeigen können. Dann ist hier ein Bahnhof, den habe ich auch schon mal gezeigt, so ein kleines Modul. Ist heute nicht im Einsatz, aber wer das im Einsatz sehen will, es gibt hier nochmal einen Link auf dieses Video mit dieser netten kleinen Einzelanlage, die aber hier einfach nochmal steht. Dann schauen wir uns jetzt den Bahnhof Denklingen Ost an, diesen ganzen Bahnhofsbereich, der hier auch
schön detailliert ist. Dieser Bahnteil, dieser Eisenbahnteil von den Eisenbahnfreunden Denklingen wird hier separat die Weichen gesteuert über den E-Train oder iTrain heißt es ja offiziell, werden die Weichen hier geschaltet und hier gibt es dann auch so Funkhandregler, mit denen dann einzelne Loks hier auch gesteuert werden. Das ist jetzt ein Funky, den man hier mal sehen kann. Jetzt stehe ich ein bisschen höher, jetzt kann ich hier diesen Bahnhofsbereich mal zeigen. Ein großer Güterschuppen. Und das ist jetzt der Bahnsteig Denklingen Ost, der hier nachgebildet ist, aufgebaut ist. Und gegenüber hier ein Containerterminal. Und dieser Teil mit 16,40 Meter, der ist normal in Denklingen aufgebaut. Und der wird auch, wenn hier das Fahrtreffen vorbei ist, der war vorher auf einem großen Modultreffen. Und jetzt geht er dann demnächst auch wieder nach Denklingen und wird dort in der Anlage wieder aufgebaut. Und irgendwann werde ich die hoffentlich auch mal demnächst besuchen und mal ein einzelnes Video machen. Dann schauen wir uns jetzt hier mal diesen Bereich an, noch mit dem Augsburger Bahnhof. Jetzt sehen wir den hier mal in voller Schönheit. Das Bahnhofsgebäude ist ungefähr 3 Meter lang. Die Bahnsteige sind 12,80 Meter. Und da werden wir im Laufe des Nachmittags oder Abends hier sicher einige Züge sehen. Dann haben wir hier das Betriebswerk Augsburg mit einer Bekohlungsanlage mit einem großen Portalkran. Und hier ist auch aufgebaut ein 57-Tonnen-Kran. Den habe ich, glaube ich, auch letztes Mal schon mal gefilmt. Da war er schon mal da. Den werde ich heute vielleicht auch mal etwas länger im Einsatz zeigen, weil letztes Mal war es nur kurz. Aber da komme ich dann später sicher auch noch mal. Und jetzt schauen wir uns noch mal hier den Ringlokschuppen an. Das ist ein 30-ständiger Ringlokschuppen, nicht ganz vorbildgerecht, weil der in Augsburg 31 hat. Aber Reinhold Brenner, der den hier baut, der wollte den halt so modular bauen, dass das eben alles irgendwo relativ einfach zu bauen ist. Und hier stehen in dem Falle einige Dieselloks, Baureihe 218, 210, verschiedene Nummern. Auch diese Lokparade können wir nachher vielleicht mal zwischendurch einzeln zeigen. Und hier sehen wir einen Schienenreinigungswagen, den ich vielleicht dann auch später mal im Einsatz zeigen kann. Und das ist jetzt eine ganz exotische Lok, die wohl einzige Dampflok mit Stromabnehmer, die es gibt. Aber nein, die gibt es nicht im Original. Das ist ein Fantasieprodukt. Da hat, glaube ich, die Baureihe 80 hergehalten. Volpi heißt die Lok. Und die hat der Manfred Mader gebaut und hat einfach gesagt, sowas muss er jetzt einfach mal bauen. Die ist ihrer Zeit voraus, die fährt wahrscheinlich Strom mit Akku und macht dann auf Wasserstoffbasis, betreibt sie dann vielleicht den Kessel an. Aber wie es genau läuft, weiß man noch nicht so recht. Vielleicht wird sie irgendwann einmal im Einsatz sein, im Vorbild in ganz groß. Warten wir es mal ab und vielleicht sehen wir sie hier auch mal fahren. Und hier kommt jetzt der lange Heinrich noch mal vorbei.
Braucht anscheinend ein klein wenig Nachhilfe. Hier muss immer ein bisschen nachgeholfen werden, weil die eine Lok ein bisschen schneller programmiert ist als die andere. Und dann gibt es anscheinend mit den Puffern ein paar Probleme. Das sind halt so die Tücken des Alltags auf so einem großen Fahrtreffen. Jetzt gibt es einen Ausflug in die Schweiz. Das ist eine AE66 von Modelbecks, die in der Schweiz im Einsatz ist und die auch aus der Schweiz hier mitgebracht wurde. Die Wagen, die hier im Einsatz sind die meisten in 3D-Drucktechnik gemacht. Die sind von Thorsten Päth als Bausätze geliefert worden. Auch diese hier, die Zuckerwagen. Und die letzten Wagen hier, das sind jetzt Wagen, das sind Märklin-Wagen, die aber gewaltig umgebaut wurden. Das ist dann nochmal ein 3D-Druck und dann ist dann hier nochmal ein Märklin-Wagen. Und am Gegengleis kommt hier eine Märklin Krokodillok zum Einsatz. Das ist die in der Metallbauweise, die ich schon mal vor einigen Jahren als Auspackvideo gezeigt habe. Die wartet jetzt hier gerade auf den Übergang, hier beim Hosenträger. Und auch die Wagen, die hier zieht, diese Staubgutwagen, sind 3D-Druck-Bausätze, die der Thorsten Päth gebaut hat, oder geliefert hat als Bausätze. Dann hier nochmal eine schöne Schweizer Zugbegegnung.
Und jetzt rast hier ein Schnellzug heran mit einer Märklin E10. Vorhin schon mal kurz zum Sehen war der 57 Tonnen Dampfkran von KM1. Den hat der Basti von den Eisenbahnfreunden Pforzheim mitgebracht. Schon das dritte Mal hier wieder die Reise angetreten. Und er hat ihn in der letzten Zeit umfassend verbessert und überarbeitet und einiges noch ergänzt. Und er ist jetzt hier wieder im Einsatz und hebt hier gerade eine KM1 V60, 3,3 Kilo schwer. Das ist wahrscheinlich so ziemlich das Maximum, was der Kran bei der Auslegung schaffen kann. Der Kran wurde mit neuen Seilen ausgestattet. Der hat jetzt Seile, die 9-fach gewickelt sind, 0,5 mm dicke Nylonseile, die beim Hochseeangeln zum Einsatz kommen. Und diese Stützfüße, die braucht man natürlich in unterschiedlichen Längen und unterschiedlichen Größen. Und die werden dann jetzt hier immer so bereitgelegt, wie man sie braucht beim Fahrtreffen. Da gibt es nicht nur diese eine Garnitur, sondern gleich einen ganzen Baukasten voll, den wir hier haben. Den zeige ich jetzt hier mal. Das sind Schwellen in unterschiedlichen Dicken, 2 Garnituren. Unten die dickeren. Das sind alles Standard-Gleisschwellen im Normalfalle. 8 mm und 5 mm ungefähr haben die Größe. Und die sind unterschiedlich als Pakete zusammengestellt. Und haben hier so Metallstützen, damit man die dann ineinander versetzen oder zusammensetzen und zusammenfügen kann. Und dann gibt es hier noch eine kleine Besonderheit. Da gibt es einen Mikroschalter drin. Ich muss mal schauen, ob ich das scharf stellen kann.
ganz kleinen Mikroschalter. Und der ist dann hier. Hier sind 2 Stromkontakte. Und der dient dann dafür, dass man Sicherheitseinrichtungen realisieren kann. Ich habe das hier schon mal gezeigt oder hier schon mal aufgebaut. Machen wir noch eine Beleuchtung an. Das ist jetzt hier der normale Kranfuß. Und dann sieht man hier diesen Mikroschalter. Und das ist hier ganz fein austariert. Und das dient dafür, dass der Kran, wenn er irgendwo Übergewicht bekäme, an irgendeiner der Seiten, dass dann Alarm ausgelöst werden kann. In Verbindung mit einem Sounddecoder hat das der Basti realisiert. Und dieser Sounddecoder gibt dann Geräusche von sich und zeigt dann eben, dass man hier kurz vorm Kippen ist. Also eine gute Idee, dass man sowas macht. Und jetzt hat der Kran hier schon fast die Endposition erreicht. Muss ein bisschen nachhelfen. Und jetzt kann er entspannt werden. Diese Seile, da ist natürlich auch immer das Problem, welche Länge braucht man bei solchen Seilen. Und da hat sich der Basti auch was einfallen lassen, hat auch eine ganze Kiste voll vorbereitet, die vorhin schon ganz kurz zu sehen war. Das sieht man hier in unterschiedlichen Längen, dass man die hier realisieren kann. Das sind so aus dem Camping, habe ich gehört, Plissé für irgendwelche Vorhänge bei Wohnwägen und bei sonstigen und bei Wohnmobilen, die er da realisiert hat. Und das ist eigentlich gut, wenn man hier so einen Baukasten hat, weil die richtige Länge hat man ja eh nie. Und deshalb gibt es hier halt nicht einen, nicht 2, sondern viele, damit man hier wirklich die Möglichkeit hat, wenn man spielen ist, wenn man irgendwelche anderen Wagen oder irgendwelche Loks in unterschiedlicher Größe heben will, dann braucht man auch hier jetzt in dem Falle zum Beispiel dann so einen Querträger, damit man eben das Dach hier nicht beschädigt. Und so muss man sich halt was einfallen lassen. Der Basti hat sich hier tatsächlich einiges einfallen lassen. Und wer das alles mal nachlesen will, was man mit dem Dampfkran, dem Adel 57 Tonnen, was man da alles noch umbauen kann, erweitern kann, da blende ich auch noch einen Link ein oder blende ein Vorschaufenster ein, wo man das zeigen kann, wo die im Spur1 Forum das alles erklärt haben, was man machen kann. Eine der Änderungen kann ich hier noch erwähnen. Er hat noch einen zweiten Decoder eingebaut, damit man den Kran unabhängig von der Hebefunktion auch drehen kann. So, das war es jetzt hier mit dem Dampfkran, mit dem Basti von den Eisenbahnfreunden Pforzheim. Ich bedanke mich hier für die Vorführung, dass wir das hier mal zeigen konnten. Und jetzt schauen wir, was es sonst hier auf dem Fahrtreffen, auf dem XXL-Fahrtreffen noch zum Sehen gibt. Nun macht sich eine Baureihe E18 zum Einsatz. 18047 von der Firma KISS. Mit einigen Märklin-Schnellzugwagen und einem Schürzen Speisewagen, der hier mit Tischbeleuchtungen ausgestattet wurde und sogar eingerichtet wurde.
Und den begleite ich jetzt ein Stück auf der Anlage. Bevor jetzt hier wieder Kommentare kommen, warum hier die Stromabnehmer unten sind, ganz einfach, auf der Anlage befindet sich an einer Stelle eine Oberleitung im Probeeinsatz, die der Reinhold Brenner gebaut hat, die ich schon mal gezeigt habe. Die ist hier jetzt in der Anlage mit integriert, aber da gibt es keine Einfädelung und Ausfädelung und deshalb sind die Stromabnehmer unten und deshalb hat das eben jetzt alles seinen Grund, warum wir dann hier etwas vorbildswidrig fahren. Jetzt sehen wir hier diesen Bahnhofsteil Denklingen. Jetzt muss wieder nachgeholfen werden mit dem Stromausfall. Jetzt hat er wieder Strom. Jetzt fahren wir hier am Bahnsteig Denklingen Ost vorbei. Und sehen mal diese Denklinger Anlage von der anderen Seite. Dann schauen wir uns einstweilen noch mal den Denklinger Bahnhof hier von der anderen Seite an, den ich ja vorhin schon nur mal von der einen Seite gezeigt habe. Jetzt überholt hier eine 210. Die 210 001-4 ist eine Gasturbinenlok und die wurde umgebaut auf Basis eines Märklin-Modells, Baureihe 218. Und der IC rast hier vorbei. Vierzehnteilig. Jetzt hat der IC hier wartet auf die Einfahrt am Bahnhof Augsburg.
Als nächstes sehen wir jetzt hier zwei Handmuster von Dingler Präzisionsmodelle, und zwar zwei Akku-Kleinlokomotiven. Das sind zwei Varianten, oder besser gesagt gebaut wurden insgesamt 4 Stück davon. Und das sind Kleinlokomotiven, die ursprünglich die Bezeichnung KS 4012 bis 4015 hatten. Ganz am Anfang haben die so ausgeschaut mit diesem Dach. Und später mal wurden die dann, die letzten, die noch übrig waren, hier etwas umgebaut und haben dann hier auch noch dieses direkte Dach bekommen. Diese Modelle werden aus Messing gefertigt, oder das Handmuster ist jetzt auch schon aus Messing, auch das. Und das Vorbild dieser Akkutriebwagen wurde 1930 und 1931 gebaut. Und das sind also jetzt hier, insgesamt werden 8 Varianten gebaut von der Firma Dingler. Und die sind alle in der Epoche 2 bis Epoche 4 in Szene gesetzt worden. Die schauen wir uns jetzt hier mal aus der Nähe an. Ich zeige es nochmal von vorne. Geräusche werden wir hier natürlich fast keine hören. Das Pfeifen hört man vielleicht. Wird jetzt voll übertönt von der amerikanischen Lok. Und jetzt schauen wir mal, ob wir sie noch mal ein Stück nach hinten zum Fahren bekommen. Das eine Handmuster ist eben hier schon voll fahrfähig. Das zweite soll auch fahren, aber da geht die Beleuchtung noch nicht und das Geräusch noch nicht. Aber es war schön, dass man sie hier jetzt auf dem Fahrtreffen auch mal als Original zeigen kann. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden die Deckel auch aufgehen. Kann ich mir durchaus vorstellen, ja natürlich, damit man hier die Akkus sieht. Die Bezeichnung dieser Triebwagen war dann ursprünglich KS 4012 bis 4015, S für Speicherlok oder Speicherantrieb. Und später wurden die umbenannt in KA 4012 bis 4015. Mal schauen, vielleicht bekomme ich da ja irgendwann mal eine als Serienmodell leihweise für ein Auspackvideo. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Und das war es jetzt hier mit der Vorstellung dieser beiden Handmuster der Firma Dingler. Als nächstes steht jetzt hier bereit eine Badische XB Baureihe 92.2-3. Die hat die Firma KISS gebaut und die hat der Peter Hornschuh patiniert. Richtig schön gealtert in Szene gesetzt. Das ist eine der insgesamt 7 Varianten, die die Firma KISS gebaut hat. Und das ist jetzt hier eine Epoche 3 Variante. Und dahinter sind Staubgutwagen, die vor längerer Zeit mal die Firma KISS gebaut hat. Den hat irgendwie eine Schweizer Firma gebaut.
Das ist nicht mehr ganz bekannt, wer das war. Das ist leider unbekannt. Vielleicht weiß das ja jemand. Das sind dann wieder KISS-Wagen. Und das ist ein Wagen von der Firma Vilgro. Und abschließend dann nochmal ein Stabgutwagen von der Firma KISS. Und jetzt können wir dann mal schauen, ob der Zug auf die Reise gehen kann. Signal ist gestellt. Das Fahrtreffen im Münchner Osten ist jetzt hier um 18 Uhr schon ziemlich Hochbetrieb. Und hier gibt es eine große, lange Schlange. Ich fürchte, das ist die Schlange für die Brotzeit. Mal schauen, wo die Schlange endet. Die Schlange endet tatsächlich hier wieder mal am Händelgrillstand. Und Reinhold Brenner hat hier heute mal ein bisschen früher angefangen, damit der erste Teil hier tatsächlich um 18 Uhr schon anfangen kann, weil er hier heute jede Menge Leute mehr Hunger haben und sich freuen auf die Händeln mit Oktoberfest-Grillgewürzen. Inzwischen ist es trocken, Gott sei Dank. Vorhin hat es geschüttet, was das Zeug hält. Und jetzt ist es hier wenigstens so, dass die Leute im Freien heraus auch die Händel genießen können. So, und jetzt schauen wir wieder, was in der Halle los ist. Mal zwischendurch etwas Technik. Der Andreas und der Kalle von der IG Mannheim haben einen Schienensauger gebaut, komplett im Eigenbau. Und wer den nachbauen will, sage ich jetzt gleich vorneweg, kann bei ig1.de unter Gleisstaubsauger nachschauen. Und den schauen wir uns jetzt mal an und hören uns mal an. Der hat hier schon einiges gesaugt. Ich habe mir sagen lassen, er arbeitet mit zwei 12 Watt Lüftermotoren, die hier im Einsatz sind. Und das ist hier so ein übliches 50 mm Rohr, das man so kennt von den Wandanschlüssen für Waschbecken. Habe ich selber auch schon mal eins installiert. Und dann ist hier unten noch eine Bürste.
und einen Übergang und dann sieht man unten ein bisschen Elektronik, Kondensatoren. Ich muss jetzt mal Beleuchtung zuschalten, dass man das sieht. Da sieht man dann auch das Rohr. Und die Kondensatoren dienen dann zur Stabilisierung der ganzen Geschichte. Ein bisschen Elektronik dabei. Und wer den nachbauen will, der basiert auf einem Märklin-Fahrgestell, auf einem Güterwagen. Und da gibt es eben bei der IG1.de eine entsprechende Anleitung zum Nachbauen aus 3D-Druckteilen. Und kann jeder, der Lust hat, dann einfach nach dieser Anleitung bauen. Und der wird jetzt hier einfach von der Baureihe 80 geschoben und erfüllt so seinen Zweck. Und jetzt habe ich doch mal Gelegenheit, den Volpi, diese Dampf-E-Lok mal zu zeigen und auch hören zu lassen. Ja, nette Idee, mal eine Dampflok umzubauen in eine E-Lok. Hier noch mal ein bisschen Beleuchtung, damit man sie genauer sieht. Die ist auch ein bisschen patiniert worden. Und da ist der Stromabnehmer so eingestellt, dass er genau unten drunter passt, unter diese Oberleitung, die der Reinhold Brenner hier versuchsweise schon mal aufgebaut hat, über die ich schon mal ein Video gezeigt habe, diesen Probeaufbau mit etwa 3,60 Meter, glaube ich, die er hier realisiert hat. Und irgendwann will er das alles am Augsburger Bahnhof auch entsprechend umbauen. Die nächste Lok, die wir jetzt sehen, ist mal ein Beispiel, was man aus einer älteren Märklin-Lok machen kann. Und zwar ist das eine E91. Das ist eine sogenannte Dekolok gewesen, die mal in Silber unlackiert war. Die ist also hier sehr aufwendig patiniert worden. Ich mache mal Beleuchtung an, damit man das ein bisschen schöner sieht. Und auch die ganzen Wagen dahinter sind nachbearbeitet, sind ganz normale Märklin-Wagen. Ganz normal ist jetzt etwas falsch gesagt. In dem Falle, der Wagen wurde einfach verlängert. Und auch der wurde von einem Märklin-Wagen verlängert. Aber ansonsten sind es ganz normale ältere Märklin-Wagen. Das habe ich noch vergessen, der ist auch etwas länger, als er eigentlich sein sollte. Der Original-Märklin-Wagen ist kürzer gewesen. Er hat hier Seile, Drähte oben drauf. Und jetzt haben wir hier an der Stelle wieder die Stromunterbrechung.
Das ist anscheinend genau eine Stelle, bei der alle ein bisschen nachschieben müssen. Jetzt machen wir hier beim Fahrtreffen einen Sprung in die USA. Da ist die SD-70 ACE von der Heritage Fleet im Einsatz und die hat hier Sound von MTH eingebaut. Die begibt sich jetzt auf eine sogenannte Überführungsfahrt, in der sie hier Wagen dann in eine ganz andere Richtung verfährt. Hier auch ein paar Personenwagen, die unbesetzt sind, weil sie bei der Überführungsfahrt halt auch nur unbesetzt waren. Die Wagen sind von der Firma Akkokraft. Und die Güterwagen sind von der Firma MTH.
Dann zeigen wir mal wieder den Augsburger Bahnhof, den habe ich ja schon lange nicht mehr gezeigt. Sollten wir hier auch mal anschauen. Kompletter Eigenbau. Und hier steht am Gleis 1 der ICE 1 bereit. Bahnsteig ist noch leer. Die Unterführungen werden irgendwann mal auch belebt sein. Das ist auch noch eine Sache, die noch eine Zeit lang brauchen wird. Da hat Reinhold Brenner schon noch einiges zu tun, bis das alles soweit ist. Jetzt ist Zeit für eine Märklin-Köf 3. Die hat einen neuen Sounddecoder bekommen. Und hat auch eine Führerstandsbeleuchtung, wenn sie stehen bleibt. Da sieht man auch, dass der Führerstand etwas nachbearbeitet wurde. Ansonsten ist es dann noch das Originalmodell, aber eben ein bisschen aufgehübscht. Die Wagen sind eine gute Mischung aus Märklin-Wagen, KISS, KM1, alles was man so zur Verfügung hatte. Und jetzt geht sie wieder auf die Reise. Und jetzt nutze ich nach einer kleinen Pause diese Köf 3 freundlicherweise als Schiebelok, die mir hier den Kamerawagen transportiert, der hier mit der Osmo Pocket im Einsatz ist, die ich jetzt auch gleich einschalte als Aufnahme. Dann schauen wir mal, was die Kamera im Lauf dieser Fahrt hier mal von dieser Anlage zeigen wird.
Und jetzt muss ich mir den Kamerawagen noch mal von vorne zeigen, dann bin ich nämlich auch mal auf dem Bild. Normal bin ich ja nie zu sehen.
Zur Abwechslung mal ein Blick nochmal aufs Betriebswerk, das inzwischen so als kleine Lokparade aufgebaut wurde. Von den 30 Ständen steht jetzt eine in der Dampflok und ansonsten noch 22 Baureihe 218. Auch mal schön auf einem Platz, auf einen Haufen hier so viele Loks zu sehen. Jetzt muss ich nochmal zurück auf das Betriebswerk gehen, weil mich gerade jemand darauf aufmerksam gemacht hat, es sind nur 21 Baureihe 218. Die vorletzte, die hier drin steht, die zweite von rechts, das ist eine 320. Und wenn es mal Pannen gibt auf der Anlage, zum Glück ist die Anlage sehr solide, da kann man auch mal draufstehen. Jetzt sehen wir hier nochmal eine Runde mit der E18 von der Firma KISS. Und dann kommt noch mal eine weitere KISS-Lok, die Baureihe 120. Mit einem Intercity, mit 7 Intercity-Wagen, am Schluss ein Steuerwagen. Rasend schnell. Und jetzt ist Stau an der Bahnhofseinfahrt. Da nutze ich die Pause noch, um die Lok ein bisschen aus der Nähe zu zeigen.
Wir müssen hier etwas tiefer fahren mit dem Stromabnehmer wegen der Oberleitung, die hier aufgebaut ist. Deshalb ist er jetzt wieder runtergefallen und jetzt geht die Fahrt weiter. Nachdem es jetzt inzwischen wieder etwas ruhiger ist, kann man auch schön das Geräusch dieser Gasturbinen Baureihe 210 hören, die im kompletten Eigenbau realisiert wurde. Auf Basis eines Märklin-Modells einer alten 218. Muss man in den Führerstand reinschauen. Am Gegengleis nochmal der ICE 1.
zu guter Letzt sehen wir jetzt hier noch einen Nahverkehrszug am Augsburger Bahnhof, der auf die Ausfahrt wartet. Eine Baureihe 111 von der Firma Wunder. (22:15 Uhr), die Reihen lichten sich hier sehr. Und das war's hier mit meinem Bericht vom Fahrtreffen in München am 5. September 2025. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf dem YouTube-Kanal. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.